Die Sami, das Volk der Sonne und des Windes. Die Sami blicken auf eine 10.000 Jahre alte Kultur in Norwegen, Russland, Finnland, Schweden sowie der Ukraine zurück. Die Winter sind kalt und auch in den Sommern ist der Boden gefroren. Das fast Unmögliche wurde von den Sami bewältigt. Sie lernten sich dem rauen Klima und der beinahe unbelebten Gegend anzupassen. Die Sami sind ein unkriegerisches Volk, welches sich nicht direkt an materiellen Besitz gebunden fühlt. 1000 nach Christus drängten die anderen Bewohner des Nordens die Wikinger, die Sami in noch unfruchtbarere, lebensfeindlichere Gebiete des Nordens zurück. Dies konnten die Eindringlinge aber nur erreichen, weil sie sich wie ein Staat organisierten. Sie waren politisch, wirtschaftlich und sozial stärker. Als herrenloses Niemandsland erschien den Völkern des Nordens der Lebensraum der Sami. Denn die Sami richteten weder Mauern noch Zäune auf und kein Ureinwohner wehrte sich. Das Spätmittelalter brachte dann die Kolonisierung und Christianisierung mit sich. Das ganze Landgut, auf welchem die Sami lebten, wurde von den Skandinaviern eingenommen und man zwang sie zur skandinavischen Lebensweise. Im 20. Jahrhundert wurden die Sami nicht mehr unterdrückt, jedoch schränkte man sie immer noch sehr ein. Ein Beispiel dafür ist die Situation, nachdem der Reaktor in Tschernobyl am 26. April 1986 explodierte. Die Sami durften kein Fleisch mehr aufgrund der Giftwolke verkaufen. Das machte sie wiederum abhängig vom Staat. Dies war ein schmerzlicher Schlag für die Sami, weil sie technologisch weit zurücklagen, aber es auch nicht ändern wollten. Zur Diskussion stand in den letzten 20 Jahren, ob man den Wald, der sich im Lebensraum der Sami befindet, roden solle oder nicht. Aus industriellen Gründen wurden die Wälder im Jahre 2005 von einem Unternehmen aufgekauft und gerodet. Das zerstörte große Teile, welche als Futterlieferant im Winter für die Rentierhaltung sehr wichtig sind. Inzwischen wurden die kulturellen Rechte der Sami als indigenes Volk durch die finnische Verfassung anerkannt. Jedoch können die Sami immer noch nicht frei über ihren Lebensraum verfügen. Auch der Schutz der Natur wird ihnen nicht gewährt.